Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin Katharina Breuer und arbeite seit 8 Jahren bei Medicproof. Heute zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, wie der Weg zum Pflegegrad aussieht. Vom ersten Kontakt mit der Versicherung bis hin zum fertigen Pflegegutachten. Bevor wir mit dem ersten Schritt starten, sollten wir eine grundlegende Frage stellen. Wer erhält überhaupt einen Pflegegrad? Grundsätzlich können alle Personen, die pflegeversichert sind, einen Pflegegrad beantragen. Wichtig ist aber, ein Pflegegrad wird nur dann vergeben, wenn die betroffene Person voraussichtlich mindestens 6 Monate in ihrer Selbstständigkeit beeinträchtigt ist, sei es körperlich, geistig oder psychisch. Entscheidend ist dabei nicht die Schwere der Erkrankung, sondern wie stark die Person zum Beispiel beim Essen, beim Anziehen oder bei der Tagesstrukturierung unterstützt werden muss. Wer hingegen nur Hilfe im Haushalt benötigt, zum Beispiel beim Einkaufen oder beim Kochen, erhält keinen Pflegegrad. Auch die reine Begleitung außerhalb der Wohnung, etwa bei Spaziergängen, begründet keine Pflegebedürftigkeit im Sinne der Pflegeversicherung. Wenn Sie nun einen Pflegegrad beantragen möchten, empfehle ich Ihnen, sich im ersten Schritt bei Ihrer Pflegeversicherung zu melden. Das geht ganz einfach, telefonisch oder schriftlich per E-Mail oder Post. Diese sendet Ihnen dann ein Antragsformular mit einer sogenannten Schweigepflichtentbindungserklärung zu. Füllen Sie die Dokumente aus und senden Sie diese unterschrieben an Ihre Versicherung zurück. Alternativ stellen manche Versicherungsunternehmen die Formulare auch online zur Verfügung. Teilweise können Sie den Antrag dort direkt digital ausfüllen und abschicken. Falls Sie beim Ausfüllen Unterstützung benötigen, habe ich einen kleinen Tipp für Sie. Die Kompass Pflegeberatung steht Ihnen kostenlos bei verschiedensten Angelegenheiten zur Seite, unter anderem bei Fragen rund um den Antrag. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Sobald Ihre Pflegeversicherung die Unterlagen erhalten hat, beauftragt sie uns. Wir leiten dann Ihre Begutachtung in die Wege. Dafür müssen Sie nichts weiter tun, außer erreichbar zu sein, damit eine Gutachterin oder ein Gutachter einen Termin mit Ihnen vereinbaren kann. Am besten funktioniert das telefonisch. Ergänzend können Sie aber auch gerne eine E-Mail-Adresse auf dem Antrag mit angeben. Kleiner Hinweis von mir: Die Gutachterinnen und Gutachter verwenden keine einheitlichen Telefonnummern. Wundern Sie sich also nicht, wenn ein Anruf mit unbekannter Nummer eingeht. Es könnte sich dabei um den Anruf zur Terminvereinbarung handeln. Wenn der Termin vereinbart ist, macht sich eine Gutachterin oder ein Gutachter gemeinsam mit Ihnen ein Bild davon, wie viel Unterstützung Sie im Alltag benötigen. Wenn Sie wissen möchten, wie eine Begutachtung genau abläuft oder noch den ein oder anderen Tipp benötigen, schauen Sie sich gerne unsere weiteren Kurzerklärt-Videos an. Die Verlinkung finden Sie ebenfalls in der Beschreibung unter diesem Video. Wichtig für Sie zu wissen: Das Ergebnis der Begutachtung erhalten Sie nicht während des Termins. Denn im nächsten Schritt erstellt die Gutachterin bzw. der Gutachter ein ausführliches Gutachten, das anschließend an Ihre Versicherung übermittelt wird. Im letzten Schritt sendet Ihnen Ihre Versicherung dann eine Leistungsmitteilung samt dem Gutachten zu. Darin erfahren Sie, ob und welcher Pflegegrad festgestellt wurde. Außerdem enthält das Gutachten gegebenenfalls Empfehlungen zu verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen, zum Beispiel zur Prävention, Rehabilitation, geeignete Pflegehilfsmittel oder Umbaumaßnahmen. Wenn Sie nach der Begutachtung noch Fragen haben, hilft Ihnen Ihre Versicherung als Ihr Ansprechpartner weiter. Oftmals werde ich gefragt, was passiert, wenn man mit dem Ergebnis nicht einverstanden ist. Wenn Sie der Meinung sind, dass das Gutachten Ihren Pflegebedarf nicht korrekt widerspiegelt, dann können Sie innerhalb eines Monats Einspruch einlegen. Keine Sorge, dafür brauchen Sie keinen Anwalt. Es reicht aus, wenn Sie dem Gutachten widersprechen und begründen, warum Sie das Gutachten für nicht zutreffend halten.
In aller Regel beauftragt Ihre Versicherung dann eine erneute Begutachtung und es wird ein sogenanntes Zweitgutachten erstellt. Zuletzt noch ein kleiner, aber wichtiger Hinweis von mir. Wenn sich Ihre Pflegesituation seit der letzten Begutachtung deutlich verändert hat, zum Beispiel durch Folgen eines Sturzes, sprechen wir nicht von einem Einspruch, sondern von einem sogenannten Änderungsantrag. Auch in diesem Fall hilft Ihnen Ihre Versicherung weiter und kann eine erneute Begutachtung veranlassen. Für weitere Informationen zum Thema Pflegebegutachtung besuchen Sie uns gerne auf unserer Website.